meine Lieben, ich wünsche euch allen erstmal ein frohes neues Jahr. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil Zylinderkopf überholen. Ich habe leider nicht die Ventile und die Hydroschlüssel von BMW bekommen, also habe ich mir jetzt die Teile im Zubehör besorgt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem zweiten Teil. So, ich habe die Dichtfläche sauber gemacht, um besser messen zu können, ob der Kopf verzogen ist. Man macht ja erstmal mit dem Schaber die Dichtungsreste ab und geht dann mit ganz feinem Schleifpapier oder mit feiner Stahlwolle drüber. Zum Messen braucht man ein Haarlineal, was über den gesamten Zylinderkopf reicht. Dann ein bisschen Licht und eine Fühlleere mit 0,1 mm und 0,05 mm. Laut BMW hat der Zylinderkopf eine Originalhöhe von 140 mm. Habe ich schon nachgemessen, das stimmt. Und die Bearbeitungsgrenze liegt bei 139,7 mm. Das bedeutet, wir können hier bis zu 3/10 planen mit der originalen Zylinderkopfdichtung. Ich messe erstmal gerade durch und fange von hinten an. Einfach nur drauflegen und nicht drücken. Dann nimmt man sich die Lampe und leuchtet von hinten gegen. Dann sieht man am Lichtspalt, je größer der ist, umso schlimmer ist der Kopf verzogen. Das kann man auch mit der Fühlleere messen. Ich glaube, der darf maximal 1/10 Toleranz haben. Aber nagelt mich jetzt nicht auf den Wert fest. Ich lasse den Kopf ab 0,05 mm Verzug immer planen. Sobald bei mir das Blatt mit 0,05 mm durchpasst, bin ich sofort beim Motoreninstandsetzer. Hier ist es okay. Hier auch. Und hier passt das schon durch. Das bedeutet, ich kann gleich aufhören, weiter zu messen. Der muss bei mir auf jeden Fall geplant werden. Wenn der bei euch nicht gleich am Anfang krumm ist wie bei mir, misst man in kleinen Abständen immer weiter mit der Fühlleere. Dann sollte man auch ein paar Mal diagonal über die Mitte messen. Wenn die Fühlleere dann nirgendwo durchgepasst hat, könnt ihr den Zylinderkopf so wieder einbauen. Dann sollte man den Kopf nach Rissen überprüfen. Die reißen gerne hier zwischen den Stegen. Wenn ihr euch das nicht zutraut, lasst das dann ein Motoreninstandsetzer machen. Die erhitzen sogar den Kopf auf 80 bis 90 Grad und drücken den dann mit bis zu 7 Bar ab. Da hat man dann auf jeden Fall Gewissheit. Als nächstes überprüfe ich die Ventilführungen. Das sind diese hier. Da darf das Kippspiel zwischen Ventil und Ventilführung maximal 0,5 mm haben. Aber wie kann man das jetzt nachprüfen? Ich mache das immer so. Der Ventilteller hat beim Einlassventil einen Durchmesser von 33 mm. Das maximale Kippspiel beträgt 0,5 mm. Also stelle ich den Messschieber auf genau 33,5 mm ein. Jetzt bewege ich das Ventil an die äußerste Stelle im Ventilschaft nach links und lege den Messschieber hier dran. Jetzt schiebe ich das Ventil, soweit es geht, in die entgegengesetzte Richtung. Wenn es jetzt nicht den Messschieber wegschiebt, so wie hier, ist das Kippspiel in der Toleranz. Wenn es den Messschieber wegschiebt, muss die Ventilführung neu. Der Ventilschaft ist okay. Und das macht man jetzt mit allen 24 Ventilschäften. Das Kippspiel prüft man selbstverständlich auch in dieser Richtung. Und beim Auslassventil muss man den Messschieber auf 31 mm einstellen, da der Ventilteller nur 30,5 mm hat. Bei mir ist soweit alles in Ordnung mit dem Kopf, ich muss den halt nur mal gerade planen lassen. Bevor ich mich jetzt mit dem Zylinderkopf auf den Weg zum Motoreninstandsetzer mache, baue ich noch alle Stehbolzen hier raus. Das wollen die immer so haben. Mal schauen, ob ich da filmen darf. Bis später. Ich konnte da jetzt nicht filmen, weil mein Zylinderkopf noch irgendwie dazwischen geschummelt hat. Sonst wäre er erst am 7. Januar fertig. Und das wäre dann nicht so schön. Er hat 1,5 Zehntel abgeplant. Jetzt ist der Kopf richtig schön gerade. Ich baue die ganzen Stehbolzen wieder ein und dann geht es ans Ventile einschleifen. Das ist ja ein Thema für sich. Was noch ganz wichtig ist, wenn ihr den Zylinderkopf vom Plan zurückbekommt, müsst ihr den richtig sauber machen. Denn es schwirren überall noch ganz feine Späne rum. Am besten im Teilewascher oder mit Bremsenreiniger richtig alles rausspülen. So, nun kommen wir zum Ventile einschleifen. Da gibt es verschiedene Varianten. Die klassische Variante ist der Ventillever. Holzstiel, Saugnapf und Schleifen.
Dann gibt es die Variante mit dem Schlauch und dem Akkuschrauber. Da steckt man das Ventil durch den Ventilschaft. Und von der anderen Seite kommt der Schlauch auf das Ventil drauf. Den Akkuschrauber ran und ganz leicht ziehen. Dann mit langsamer Geschwindigkeit immer hin und her drehen. Das geht am besten mit einem 5 mm Schlauch, da der Ventilschaft 6 mm hat. Dann gibt es noch so ein Gerät zu kaufen. Das spannt man auch in den Akkuschrauber ein und es macht 180 Grad Bewegungen selbstständig hin und her. Gibt es schon ab 20 € zu kaufen. Ich bevorzuge die klassische Variante mit dem Ventillepper. Damit habe ich das meiste Gefühl beim Schleifen und eine gute Rückmeldung vom Schleifgeräusch. Aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, wie man das am besten macht. Fangen wir mal gleich mit dem Einlassventil hier an. Da sieht die Dichtfläche und der Sitz noch gut aus. Da würde ich normalerweise nur noch mit Nachschleifpaste rangehen. Aber um es mal komplett zu zeigen, mache ich das ganze Programm mit Vorschleifen. Dann nimmt man sich das Ventil und die Vorschleifpaste. Hier ist die Nachschleifpaste, die brauche ich später. Verteilt die Vorschleifpaste gleichmäßig auf der Dichtfläche vom Ventil. Und nicht nur so ein bisschen hier drauf und fertig, sondern einmal ringsherum. Sonst hat man nachher ein ungleichmäßiges Schleifbild. Und das wollen wir ja nicht. So sollte es ungefähr aussehen. Dann noch den Schaft ein wenig einölen. Damit es besser flutscht. Die meisten Männer sollten es ja eigentlich wissen, wovon ich rede. Vom Ventil natürlich. Da ist noch eine ganz wichtige Sache zu beachten. Ihr müsst unbedingt aufpassen, dass die Schleifpaste nicht in die Ventilführung kommt, sonst wird die beschädigt. Im schlimmsten Fall müsste man die dann austauschen. So, nun rein mit dem Ventil. Den Ventillepper drauf. Und schleifen. Immer hin und her. Dann rausheben und im Uhrzeigersinn immer ein Stück versetzen. Und weiter. Das macht man so lange, bis man mindestens einmal rum ist. So bekommt man ein gleichmäßiges Schleifbild. Nach einer Weile drückt sich die Schleifpaste nach oben. Und man hört auch, dass das Schleifgeräusch weg ist. Da sieht man, dass die Schleifpaste nach oben gedrückt wurde. Die macht man wieder runter und bei Bedarf noch ein bisschen neue dazu. Und weiter geht's. Das sollte reichen. Schauen wir uns das Schleifbild mal an. Erstmal die Schleifpaste überall sauber machen. Sieht schon mal gut aus. Ein schön gleichmäßiges Schleifbild. Und an der Dichtfläche vom Ventil auch. Sehr gut. Jetzt kommt die Nachschleifpaste. Da macht man es genauso. Schön die Schleifpaste gleichmäßig ringsrum verteilen.
Bisschen Öl drauf. Und los! Und hier auch immer wieder anheben und ein Stück versetzen. Nun hört man wieder, dass es kaum noch schleift. Die Schleifpaste ist wieder nach oben gedrückt worden. Also Ventil raus und die Paste wieder runter. Und weiter geht's. Jetzt müsste es gut sein. Ich denke, das Ventil ist gut eingeschliffen. Aber das schauen wir uns mal genauer an. Das Schleifbild sieht top aus. Ein schön gleichmäßiges Finish. Und bei der Dichtfläche vom Ventil auch. Perfekt. Das muss ja dicht sein. Das gleiche mache ich jetzt mit den anderen 23 Ventilen. Wenn ich damit durch bin, sehen wir uns gleich wieder. Dann machen wir den Test, ob alle Ventile dicht sind. So, endlich sind alle Ventile eingeschliffen. Jetzt prüfe ich gleich, ob auch alle dicht sind. Das kann man eigentlich ganz einfach testen. Man nimmt sich ein bisschen Benzin und macht die Brennräume voll. Nicht vergessen, die Zündkerzen reinzuschrauben, sonst läuft das Benzin da raus. Nun lässt man das so 10 bis 15 Minuten stehen und wenn dann nirgends was rausgelaufen ist, hat man alles richtig gemacht. Wir sehen uns in 15 Minuten. Die Zeit ist um und es sieht alles sehr gut aus. Wenn jetzt irgendwo was fehlen würde, müsste man in dem Bereich die Ventile nochmal nachbearbeiten. Das Benzin kommt wieder raus und dann baue ich den Zylinderkopf wieder zusammen. Ich habe alle Ventile wieder rausgenommen und die ganzen Ventilschäfte nochmal gründlich mit Bremsreiniger sauber gemacht. Als erstes baue ich die Ventile wieder ein. Das steckt man von unten durch. Dann kommt der untere Ventilteller. Ich hülle alles immer gleich ein, damit es beim ersten Start nicht trocken läuft. Bisschen abtropfen und rein. Jetzt kommt die neue Ventilschaftrichtung. Aber bevor man die einbaut, ölt man die vorher ein. Und man macht so eine Schutzkappe über das Ventil. Und erst dann kommt die Ventilschaftrichtung drüber. Sonst kann es passieren, dass man hier an den scharfen Kanten, wo die Ventilkegel reinkommen, die Gummilippe beschädigt. Und dann war alles umsonst. Die Schutzkappe wieder abziehen.
die Ventilschaftdichtung noch runtergeklopft werden. Das geht am besten mit so einem Werkzeug. Das passt genau auf dem Kragen von der Ventilschaftdichtung drauf. Geht aber auch mit einer 10er Nuss, einer Verlängerung und einem Hammer. Hier ist unser Hammer. Der kommt hier so rein und wird so runtergeklopft. Das reicht. Als nächstes kommt die Ventilfeder und der Federteller rein. Auch wieder schön einölen. Jetzt muss man nur noch die Ventilfeder runterdrücken und die beiden Ventilkegel einsetzen. Aber das ist oft eine Fummelei. Geschafft! Das macht man jetzt mit den restlichen 23 Ventilen genauso. So, die Ventile sind alle drin. Als kleiner Tipp, ich mache die Unterlegscheiben für die Zylinderkopfschrauben jetzt schon rein. Weil man später, wenn die Lagerleiste montiert ist, nur sehr schwer rankommt. Als nächstes kommen die neuen Hydrostöße in die Lagerleiste. Die öle ich wieder komplett ein. Und befestige die mit so einem kleinen Magneten, damit die nicht wieder runterrutschen. Und das mache ich jetzt mit allen Hydros. Nun kann man die Lagerleiste ganz bequem einsetzen, ohne dass die Hydros rausfallen. Die Magnete habe ich wieder abgenommen. Jetzt sollte man gut die Nockenwellenlager einölen. Und nicht mit Öl sparen. Nun sollte man den Zylinderkopf anheben und nur seitlich auf Hölzer oder Styropor stellen. Damit nachher, wenn man die Nockenwellen montiert, die Ventile nicht verbogen werden. Als nächstes kommt die Nockenwelle wieder rein. Die Nockenwellenspitzen vom ersten Zylinder sollten zur Mitte vom Zylinderkopf zeigen. Aber das braucht man jetzt nicht hundertprozentig ausrichten. Das macht man dann, wenn der Zylinderkopf wieder eingebaut wird. Die Lagerdecke auch wieder ordentlich einölen. Bevor man den Muttern anzieht, sollte man kontrollieren, ob alles an seinem Platz sitzt. Hier ist die Auslassseite, also müsste hier überall ein A stehen. Lagerleiste, A für Auslass. Nockenwelle, A für Auslass. Lagerdeckel, A1. Beim ersten Zylinder angefangen und von der Auslassseite lesbar. A2, A3, A4, A5, A6, A7. Da habe ich ja alles richtig gemacht.
Jetzt werden die Muttern angezogen. Das macht man genauso wie beim Abschrauben. Immer nur Stück für Stück, damit man so wenig Spannung auf der Nockenwelle hat wie nur möglich. Das macht man so lange, bis alle Lagerdeckel auf der Lagerleiste bündig aufliegen. Die Muttern nur handfest anziehen. Nun zieht man alle Muttern mit 14 Newtonmeter fest. Das gleiche macht man jetzt auf der Einlassseite. So, die Einlassseite ist auch drin und jetzt sind wir auch schon fertig. Bevor man später die Ventildeckel montiert, würde ich alle Nocken noch komplett einölen. Dann kann beim ersten Start nichts mehr schief gehen. Das war es auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal, eure Gina.